Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge meiner Gesundheits- und Dessert-Videos. Heute stellen wir inshallah eine echte Rohkostschokolade her, die ein wahres Zauberlebensmittel ist. Denn im Gegensatz zur handelsüblichen Schokolade, bei der die Kakaobohnen geröstet und auf 130 Grad Celsius erhitzt werden, wodurch sämtliche Vitalstoffe in ihr zerstört werden und dann abgesehen von dem vielen Zucker und den Zusatzstoffen, die der kommerziellen Schokolade hinzugefügt werden, wodurch sie zu einem ungesunden, säurebildenden Lebensmittel wird. Im Gegensatz dazu stellen wir heute eine echte Rohkostschokolade aus Bio-Kakaonips her. Das ist die rohe Form der Bio-Kakaobohne, die nicht geröstet, sondern nur sanft fermentiert wird und die ein echtes Superfood ist, MashaAllah. Und aus diesen super gesunden Kakaonips stellen wir heute unsere Rohkostschokolade her. Zuerst werden wir dazu Bio-Cashewkerne im Vitamix zu Cashewmousse verarbeiten. Natürlich könnte man auch Cashewmousse im Bioladen kaufen oder online bestellen. Wir nehmen jetzt die dreifache Menge von den Kakaonips, also 300 Gramm Bio-Cashewkerne, und geben die in den Vitamix und werden sie jetzt dort so lange pürieren im Vitamix, bis sie zu einem feinen Mousse werden. Um den Vorgang zu beschleunigen, könnte man natürlich auch in diesem Stadium, jetzt wo die Nüsse schon ganz fein vermahlen sind, das Kokosöl hinzugeben. Dadurch würde man den Prozess um einiges beschleunigen und das möchte ich euch empfehlen zu tun. Dann werden die Cashewkerne auch nicht so stark erhitzt durch den Vitamix, wenn man das Kokosöl schon früher hinzugeben würde. Man könnte vom Kokosmehl auch mehr hinzugeben, sowohl hier bei dem Cashewmousse als später auch bei den Kakaonips, wenn man sie zum Mousse verarbeitet, weil das Mousse dadurch eine flüssigere Konsistenz bekommt und auch der leicht herbe Geschmack von den Kakaonips dadurch abgemildert wird. Jetzt geben wir das fertige Cashewmousse in eine Schüssel und stellen dann diese erstmal zur Seite. Der Vitamix wird dann wieder gewaschen und von innen ganz trocken gerieben. Das ist sehr wichtig, weil Schokolade niemals mit Wasser in Berührung kommen darf. Von den Bio-Kakaonips, die kommen hier übrigens aus Peru, nehmen wir dann 100 Gramm. Die wiegen wir dann hier genau auf der Waage ab. Man könnte natürlich auch weniger von den Kakaonips nehmen, wenn man diesen herben Geschmack nicht so dominant in der Schokolade mag. Die 100 Gramm Kakaonips kommen dann in den Vitamix und werden dort genauso wie die Cashewkerne vorher jetzt zu feinem Pulver erstmal vermahlen und dann zu feinem Mousse verarbeitet. Und auch hier könnte man, sobald die Bohnen zu ganz feinem Mehl vermahlen sind, schon gleich das Kokosöl, also das bionative Kokosöl hinzugeben. Dann erhalten wir sehr viel schneller unsere flüssige Schokolade, wie hier jetzt zu sehen ist. Und sobald die Schokolade flüssig ist, könnte man dann alle weiteren Zutaten hinzufügen. Hier in dem Fall kommt jetzt das Xylit hinzu. Allerdings möchte ich hier empfehlen, das Xylit vorher in der Kaffeemaschine zu feinem Puder zu vermahlen. Dann wird die Schokoladenkonsistenz einfach schöner und weicher. Als nächstes kommt dann eben jetzt das Cashewmousse hinzu. Man sieht jetzt hier deutlich auch die groben Xylit-Kristalle, die wir eigentlich in der Schokolade nicht haben möchten. Eine Prise Himalaya-Salz habe ich noch hinzugegeben, ein halber Teelöffel Zimt und ein Päckchen Vanilleessenz. Das waren auch schon alle Zutaten. Jetzt könnten wir die Schokolade noch eine ganze Weile weiter pürieren, einfach damit diese Xylit-Kristalle nicht mehr zu sehen sind. Aber sehr viel besser wäre es eben, den Xylit vorher mit der Kaffeemaschine zu feinem Puder zu vermahlen. Jetzt füllen wir die flüssige, köstliche Rohkostschokolade hier in diese Silikonformen und dekorieren sie noch mit einer Nuss. Man könnte sie natürlich auch mit Trockenfrüchten oder Kokosraspeln dekorieren, wie man das gerne möchte. Und sobald wir das getan haben, geben wir die Silikonformen vorsichtig auf ein Brett und damit dann in den Kühlschrank, damit nichts ausläuft. Und nach 2 Stunden maximal sind die Schokoladentäfelchen auch schon hart geworden und man kann sie ganz leicht aus der Silikonform entnehmen. Und damit haben wir unsere gesunde Superfood-Schokolade fertig erstellt. MashaAllah. Die Kakaobohne ist eine der größten, natürlichsten Magnesiumquellen aller uns zur Verfügung stehenden Lebensmittel. Wenn man sich jetzt all die positiven Auswirkungen des Magnesiums auf unsere Gesundheit in Erinnerung ruft, dann sollte der rohe Kakao schon allein deshalb einen Platz in unserem Speiseplan einnehmen. Gerne verlinke ich euch mein altes Video zur transdermalen Aufnahme von Magnesium hier oben nochmal. Die rohe Kakaobohne enthält noch viele weitere wertvolle Inhaltsstoffe, weit über 500 sind bereits bekannt. Einige der in der Bohne enthaltenen sekundären Pflanzenstoffe sind die Flavonoide. Sie wirken stark antioxidativ, sodass sie den Körper vor der zerstörerischen Wirkung der freien Radikale schützen können.
Diese Antioxidantien stärken und entlasten somit das Immunsystem, sodass ihr gesundheitlicher Nutzen gar nicht hoch genug einzustufen ist. Rohe Schokolade schützt außerdem das Herz-Kreislauf-System, es hält die Blutgefäße gesund. Sie sorgt für Lust und Laune wegen ihres Gehaltes an Theobromin und Arginin. Auch Stoffe wie Serotonin, Dopamin, Phenylethylamin und Anandamid, die alle im Kakao vertreten sind, sorgen in Verbindung mit einigen weiteren Substanzen dafür, dass das Gehirn mit allem versorgt ist, was für eine glückliche Stimmung und einen wachen Geist nötig ist. Rohe Bioschokolade soll laut Forschern sogar das Gehirn um 30 Jahre verjüngen. Denn die Kakaoflavonole verbessern den Forschungsergebnissen zufolge die Aktivität bestimmter Hirnareale, sodass Studienteilnehmer erheblich bessere Gedächtnisleistungen erbringen konnten. So wiesen Testpersonen mit der typischen Hirnaktivität eines 60-Jährigen nach der Aufnahme von Kakaoflavonolen die Hirnaktivität eines 30-Jährigen auf. Subhanallah. Rohe Bioschokolade verbessert daher die Gehirnreaktionen und die geistige Fitness. Unter anderem, sodass es sich allemal lohnt, dieses Zauberlebensmittel des Öfteren in unseren Speiseplan zu integrieren. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.